Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Mit dem Monat Juni haben wir den letzten Monat im ersten Halbjahr und damit steht auch das nächste Video zur aktuellen Lage in Kuba an. Wir betrachten den Wechselkurs, die aktuellen Reisebestimmungen und Themen und Ereignisse, die zuletzt und aktuell in Kuba passiert sind. Bevor wir jedoch starten, checkt nochmal, ob ihr meinen Kanal bereits abonniert habt. Wenn nicht, dann nehmt euch kurz die Zeit dafür. Ich danke euch. Wir starten wie immer mit dem aktuellen Wechselkurs. Der offizielle Wechselkurs auf dem internationalen Markt liegt bei 1:24. So werdet ihr es auch auf jeder Umrechnungswebsite finden. Lasst euch aber davon bitte nicht irritieren. Der offizielle Wechselkurs für Handlungen in Kuba selbst liegt bei 120 Peso pro Dollar abzüglich 8% Servicegebühren. Der informelle Wechselkurs ist in den letzten Wochen stark gesunken. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos liegt der Kurs inzwischen bei 285 Peso pro Dollar bzw. 300 Peso pro Euro. Damit sind die Werte innerhalb eines Monats um 90 bzw. 100 Peso gesunken. Auf El Toque könnt ihr den täglichen Kurs nachschauen. Den Link findet ihr unten unter diesem Video in der Videobeschreibung. Aktuell sieht es so aus, als ob der Kurs weiter runter geht. Der Markt dreht sich. Die Menschen warten wieder mehr ab, bis sie ihr Geld tauschen. Man will nicht für 300 Peso tauschen, wenn der Wert am nächsten Tag vielleicht nur noch 290 beträgt oder weniger. Da nun aber auch weniger gehandelt wird, sinken die Werte weiter. Das Problem ist, dass der Markt als solches, wenn man die Kaufkraft betrachtet, noch nicht nachgezogen hat, beziehungsweise hat er sich noch nicht angepasst. Damit sind Dinge auf dem Markt gerade teurer, auch wenn es nur eine Frage der Zeit ist. Wir betrachten die Situation weiter. Kommen wir zu den Einreisebestimmungen. Was wird also benötigt? Die Zollangaben werden online verpflichtend über De Viajeros abgefragt. Hierzu habe ich ein extra Video online. Zusätzlich zu den Zollangaben wird noch die Touristenkarte, also sozusagen das Touristenvisa und eine Auslandskrankenversicherung benötigt. Die Versicherungspolice sollte nach Möglichkeit in Spanisch ausgestellt sein. Habt ihr diese Dinge, also das Online-Formular De Viajeros, die Touristenkarte und die Auslandskrankenversicherung, dann könnt ihr nach Kuba reisen. Einen mindestens 6 Monate gültigen Reisepass, das ist selbstredend. Viel mehr ist dann auch nicht mehr notwendig. Das US-Außenministerium hat bekannt gegeben, dass Kuba von der Liste der Staaten gestrichen wurde, die nicht vollständig beim Kampf gegen den Terrorismus kooperieren. Dieser Schritt könnte ein vorsichtiges Signal in Richtung einer möglichen Streichung Kubas von der umstrittenen US-Liste der staatlichen Förderer des Terrorismus darstellen. Diese Liste umfasst derzeit neben Kuba auch Nordkorea, Iran und Syrien. Laut einem Sprecher des State Department haben sich die Umstände für die Einstufung Kubas als nicht vollständig kooperierendes Land von 2022 auf 2023 geändert. Es ist wichtig zu beachten, dass die Liste der Zusammenarbeit bei der Terrorismusbekämpfung, die dem US-Kongress vorgelegt werden muss, sich von der Liste der staatlichen Förderer des Terrorismus unterscheidet. Zuletzt bringt erhebliche finanzielle Sanktionen für die betroffenen Länder mit sich. Ein kurzer Rückblick. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hatte Kuba im Januar 21 kurz vor Ende seiner Amtszeit wieder auf die Liste der terrorismusfördernden Länder gesetzt. Sein Vorgänger Barack Obama hatte das Land wenige Jahre zuvor davon gestrichen.
Diese erneute Listung wurde von vielen Staaten und zivilgesellschaftlichen Akteuren heftig kritisiert. Eine UN-Expertengruppe warnte im Februar, dass die Aufnahme in die Liste grundlegende Menschenrechte beeinträchtigt, darunter oder das Recht auf Leben, Nahrung, Gesundheit, Bildung sowie wirtschaftliche und soziale Rechte. Die kubanische Regierung hat mehrfach betont, dass durch die Listung potenzielle Kredite, Handelspartner, Touristen und Investoren verloren gehen, was die wirtschaftliche und soziale Lage auf der Insel massiv verschlechtert. Die Streichung von der Terrorliste ist ja, zu einer Hauptforderung hinsichtlich möglicher Lockerungen der seit über 60 Jahren bestehenden US-Handelsblockade geworden. Obwohl Präsident Joe Biden angekündigt hatte, die maximale Druckpolitik seines Amtsvorgängers zu überprüfen, wurde es lange Zeit ruhig um dieses Thema. Doch jetzt scheint Bewegung in die Sache zu kommen. Der Beamte des Außenministeriums stellt klar, dass die Einstufung als Staatssponsor des Terrorismus durch separate gesetzliche Kriterien bestimmt wird und dass jede künftige Überprüfung des Staates von Kuba auf dem Gesetz und dem Kongress festgelegten Kriterien basieren würde. Experten wie William Legrande von dem American University in Washington sehen den aktuellen Schritt der beiden Administrationen als mögliches Vorspiel für eine ja, Überprüfung der Einstufung Kubas als staatlicher Förderer des Terrorismus. Kubas Außenminister Bruno Rodriguez begrüßte die Entscheidung, kritisierte jedoch, dass sie nicht weit genug gehe. Er betonte, dass Kuba vollständig bei den Bemühungen gegen den Terrorismus kooperiert und forderte ein Ende der politischen Manipulation des Themas sowie die endgültige Streichung Kubas von der Liste der Terrorismusfördernden. Das kubanische Außenministerium erklärte zudem, dass Kuba kein Sponsor des Terrorismus sei, sondern Opfer desselbigen, einschließlich des Staatsterrorismus und spielte damit auf mehrere mit Unterstützung der USA finanzierte Terrorakte gegen Kuba an. Die US-Regierung sei sich des enormen Schadens bewusst, den diese Maßnahme für die kubanische Wirtschaft bedeutet. Und Präsident Biden habe nun die Möglichkeit, ehrlich zu handeln und das Richtige zu tun. Was haltet ihr von dieser Entwicklung? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Das Office of Foreign Assets Control hat am Dienstag eine Reihe von Verboten aufgehoben, um privaten Unternehmen auf Kuba besseren Zugang zu Internet- und Finanzdienstleistungen zu ermöglichen. Diese Maßnahmen umfassen Konten bei US-Banken. Kubanischen Privatunternehmen wird erlaubt, von Kuba aus Konten bei US-Banken zu eröffnen und zu unterhalten. U-Turn-Transaktionen soll heißen Geldtransfers, die außerhalb der USA starten und enden, sind wieder möglich. Diese wurde ursprünglich im September 19 von Donald Trump verboten. Nutzungen von Internetdienstleistungen. Unternehmen dürfen nun US-amerikanische Internetdienstleistungen nutzen, darunter Videokonferenztools, Cloud-Dienste, E-Learning-Plattformen und mehr. Ja, Software und mobile Anwendungen. Die Ausfuhr oder Wiederaufnahme von Software und mobilen Anwendungen kubanischen Ursprungs aus den USA in Drittländern ist jetzt erlaubt. Dies ermöglicht kubanischen Unternehmen, Software in globalen App Stores anzubieten. Ein wichtiger Unterschied zu früheren Bestimmungen ist, dass sich die neue Lockerung auf den gesamten Privatsektor in seiner aktuellen Form beziehen. Das schließt sowohl Selbstständige als auch kleine und mittlere Unternehmen
und nichtstaatliche Kooperativen mit bis zu 100 Beschäftigten ein. Sanktionierte Regierungsvertreter und Mitglieder der Kommunistischen Partei bleiben jedoch ausgeschlossen. Trotz dieser Lockerung zeigt sich Kubas Außenminister Bruno Rodriguez skeptisch. Er bezeichnet die Maßnahme als beschränkt und meint, sie würde nichts an den grausamen Auswirkungen und der wirtschaftlichen Erstickung ändern, die durch die Listung Kubas als Staatssponsor des Terrorismus entstehen. Ähnlich äußerte sich Johanna Tablada, stellvertretende Leiterin der Direktion USA in Kubas Außenministerium, und kritisierte, dass wesentliche Sektoren wie Bildung, Gesundheit, Kultur und Sport von der Lockerung ausgenommen seien. Diese Lockerungen sind die ersten seit Mai 2022. Damals hatte Biden bereits die unter Trump eingeführte Einschränkung von familiären Geldsendungen zurückgenommen und weitere Maßnahmen für den Privatsektor angekündigt. 2 Jahre später war es nun soweit. Pinar del Rio und Havanna wieder verbunden. Wie die kubanische Parteizeitung Granma berichtet, sind seit Montag wieder Züge auf dieser Strecke unterwegs. Damit sind rund 20 Dörfer und kleinere Ortschaften entlang der Strecke erneut an das Schienennetz angebunden. Dies ist eine wichtige Entwicklung, da fehlende Mittel für Wartung und Reparatur in den letzten Jahren den Fuhrpark von Bussen und Eisenbahnen in Kuba stark dezimiert haben. Die Wiederaufnahme der Strecke wurde möglich, nachdem die Reparatur einer Lokomotive mit Passagierwaggons abgeschlossen werden konnte. Außerdem wurden neue Schwellen verlegt, Gleise nivelliert, Signale gestrichen und weitere Reparaturarbeiten durchgeführt. Der Zug wird vorerst 4-mal pro Woche verkehren. Die Abfahrt von Pinar del Rio aus findet jeweils am Montag und Donnerstag um 9 Uhr morgens statt. Die Endstation ist der Bahnhof 19 de Noviembre in Havanna Tulipan. Von dort aus erfolgt die Rückfahrt dienstags und freitags um 11 Uhr vormittags. Der Preis für die gesamte Strecke beträgt 100 Peso. Für einzelne Abschnitte liegt der Mindestpreis bei 10 Pesos. Kinder, Studenten und Rentner zahlen sogar nur den halben Preis. Obwohl der Zug für die Strecke mehr als doppelt so lange braucht wie der Fernbus, ist die Verbindung sehr gefragt. Dies liegt vor allem daran, dass der Zug zahlreiche kleine Ortschaften auch in den Provinzen Altemisa und Mayagüez anfährt. Und ja, es gibt noch mehr gute Nachrichten für Reisende. Auf der Hauptstrecke Havanna-Santiago de Cuba beziehungsweise Guantánamo, ja, die aktuell ebenfalls 4-mal pro Woche bedient wird, sollen bis Ende des Jahres die Waggons mit Wi-Fi, also Internet, ausgestattet werden. Kuba erweitert sein Netz der Devisentankstellen. Ab dem 1. Juni könnt ihr an 17 weiteren Tankstellen zuverlässig euren Mietwagen betanken. Wie das staatliche Handelsunternehmen Cemex bekannt gegeben hat, sollen diese neuen Tankstellen dazu beitragen, die aktuelle Nachfrage zu befriedigen. Besonders Touristen in beliebten Gebieten und auf der Nationalstraße profitieren davon. Auch abgelegene Städte mit vielen Mietfahrzeugen werden besser versorgt. Ein Highlight: im beliebten Touristenort Vinales in der Provinz Pinar del Rio gibt es ja, ab Samstag oder seit gestern wieder eine Tankstelle, die sowohl in Devisen als auch in nationalen Währungen verkauft. Insgesamt bieten 6 der neuen Tankstellen diesen dualen Betrieb an. Kuba hat bereits im März ein Netz von Devisentankstellen geschaffen, die zu marktüblichen Preisen Kraftstoff anbieten und eine konstante Verfügbarkeit sicherstellen. Diese 30 Tankstellen richten sich vor allem an Touristen mit Mietwagen, sind aber für alle zugänglich. 1 Liter, ja, Superbenzin kostet 1,30 $, der Liter Diesel 1,10 $.
Bezahlen könnt ihr bargeldlos mit internationalen Kreditkarten wie Visa, Mastercard, Mir und UnionPay sowie mit kubanischen AIS-Karten und der neuen Prepaid-Devisenkarte Tarjeta Clásica. Hier ist eine, ja, Liste der hinzugekommenen Tankstellen, die ab dem 1. Juni Treibstoff in Devisen verkaufen: Havanna, Varadero, Santiago de Cuba, Trinidad, Holguín, Camagüey, Cienfuegos, Matanzas, Santa Clara, Ciego de Ávila, Bayamo, Las Tunas, Pinar del Río, Santi Espíritu, Guantánamo, Artemisa, Maya Bay. Das sind tolle Neuigkeiten für alle, die Kuba besuchen oder dort unterwegs sind. Ihr könnt jetzt sicher sein, dass ihr immer eine Tankstelle findet, um euren Mietwagen aufzutanken. Der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel und Führungskräfte des staatlichen Energieversorgers haben auf dem offiziellen YouTube-Kanal Presidencia Cuba die Vorteile von Stromausfällen und Energiesparen für die Lebensqualität erklärt. In einer fast einstündigen Sendung unter dem Titel „¿Qué pasa con la electricidad en Cuba?" Wie sieht es mit der Elektrizität in Kuba aus, diskutierte Díaz-Canel gemeinsam mit dem Generaldirektor der Unión Eléctrica, also UNE, Alfredo López, und dem Betriebsleiter der UNE, Lázaro Guerra, über die Herausforderungen und Lösungsansätze zur Bewältigung der andauernden Stromausfälle auf der Karibikinsel. Der kubanische Präsident und die Experten der UNE argumentieren, dass die häufigen Stromausfälle eine wertvolle Lektion in Sachen Energieeinsparung für die kubanische Bevölkerung sein könnten. Lopez wies darauf hin, dass das Sparen von Strom dazu beitragen kann, eine Überlastung des nationalen Stromsystems zu vermeiden. Zudem können der bewusste Umgang mit Energie langfristig die Lebensqualität der Kubaner verbessern. Durch den bewussten Umgang mit Energie können die Menschen ihre Stromkosten senken und gleichzeitig die Lebensdauer ihrer Elektrogeräte verlängern, betonte Lopez. Ja, ein weiterer Vorteil des Stromsparens sei die Entlastung des nationalen Stromnetzes, was letztlich nicht nur der nationalen Wirtschaft, sondern auch der Bevölkerung zugutekomme. Diese Theorie, dass Energiesparen die Lebensqualität verbessern könne, wurde von Díaz-Canel ausdrücklich unterstützt und in der Diskussion hervorgehoben. Der kubanische Präsident versicherte, dass die Stromausfälle keinesfalls oder absichtlich herbeigeführt wurden, um die Bevölkerung zu verärgern. Vielmehr betonte er, dass seine Regierung intensiv daran arbeite, die Lebensstandards der Bevölkerung zu erhöhen. Es gibt keine provozierte Stromausfälle, um irgendjemanden zu verärgern. Unser ganzes Bemühen, unser ganzes Gefühl und unser ganzer Einsatz sind darauf ausgerichtet, die Lebensqualität zu verbessern, sagte Díaz-Canel. Ein weiteres Thema der Diskussion waren die zunehmenden Herausforderungen durch die wachsende Anzahl von Elektrofahrzeugen im Land. Díaz-Canel erläuterte, dass die von der Regierung genehmigte Anschaffung von Elektromotorrädern und Autos, die von vielen Kubanern als Alternative zum, ja, knappen öffentlichen Nahverkehr genutzt werden, nun eine zusätzliche Belastung für das ohnehin überlastete Stromnetz darstelle. Die Experten der UNE warnten zudem, dass es an Ersatzteilen für die Generatoren mangele, was die Situation weiter verschärfe. Mit Blick auf die bevorstehenden Sommermonate erklärte Díaz-Canel, dass trotz der hohen Temperaturen und des damit verbundenen erhöhten Strombedarfs die Stromausfälle fortbestehen werden. Er stelle jedoch in Aussicht, dass die Ausfälle kürzer sein könnten, da geplante Wartungsarbeiten bis Juni abgeschlossen sein sollten.
Wir werden langfristig Wartungsarbeiten bis Juni durchführen, um die Unannehmlichkeiten der Stromausfälle im Sommer zu minimieren, insbesondere in den Monaten Juli und August, sagte der Präsident. Er versprach, dass im Sommer alle Kraftwerke in Betrieb sein würden, außer bei unerwarteten Ausfällen. Unter den derzeitigen Bedingungen ist es sehr schwierig, keine Stromausfälle zu haben, fügte er hinzu. Es kann zu bestimmten Zeiten zu Stromausfällen kommen, aber wir werden uns dafür einsetzen, dass diese nicht von langer Dauer sind. Die Energiekrise, die zusammen mit der Knappheit von Lebensmitteln, Medizin und anderen Gütern des täglichen Bedarfs das Land belastet, war einer der Auslöser für die sozialen Unruhen am 11. Juli 21 und am 17. März in Santiago de Cuba und anderen Städten. Unabhängige Organisationen berichten, dass es in Kuba über 1000 politische Gefangene gibt, die im Zusammenhang mit diesen Protesten inhaftiert wurden. So, zum Ende noch mal was Schönes. Ich möchte zum Ende noch mal darauf hinweisen, dass ihr in meinem Onlineshop kubanischen Kaffee kaufen könnt. Dort findet ihr Cubita-Kaffee in 3 Varianten: 1 Kilo in Bohnen, 460 Gramm gemahlen in heller Röstung und 460 Gramm gemahlen in dunkler Röstung. Cubita-Kaffee wird nach traditionellen Methoden geerntet, getrocknet und geröstet. Jeder Schritt wird mit Hingabe und Respekt vor der langen Geschichte des kubanischen Kaffees durchgeführt. Die Verfügbarkeit von kubanischem Kaffee ist leider begrenzt, aber Cubita ist eine Marke, die sich durch Qualität und Authentizität ausgezeichnet und durchgesetzt hat. Schaut gerne in meinem Shop rein, sagt es weiter, teilt diese Info. Cubita Kaffee gibt es online zu kaufen bei Der letzte Westkubaner. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung: www.derletztewestkubaner.de. Wenn du das Video bis hierhin geschaut hast, ja genau. Ja, wenn du das Video bis hierhin geschaut hast, dann lass es mich in den Kommentaren wissen. Abonniere meinen Kanal, sofern du das noch nicht gemacht hast. Schau auch gerne in meine anderen Videos rein und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, saludos, ciao.